Willkommen zurück bei Bootplan A und zum Start in die Bausaison 2025. Ja, endlich können wir wieder am Boot bauen. Die Temperaturen sind so langsam wieder auf einem Maß, dass das wieder funktioniert. Natürlich waren wir die letzten Monate nicht untätig, das wisst ihr aus dem einen oder anderen Beitrag oder auch mal im Short. Aber jetzt können wir endlich wieder am Boot selber bauen und da in den Baufortschritt gehen. Und das ist natürlich super schön und macht Spaß. So haben wir auch vor ein paar Wochen nochmal eine Stahllieferung bekommen. Wenn das dann alles weg ist, dann haben wir auch im Grunde alle Teile hergestellt. Gezeigt hatten wir euch auch schon unsere Presse zum Biegen. Und hier sind wir gerade dabei, ja, im Grunde eigentlich das erste Teil, was wir damit jetzt biegen wollten, das erste richtige Teil. Und das ist direkt mal unser Bugstück vorne. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe schon mal erzählt, dass dieses Stück eben über 3 verschiedene Winkel und Biegungen hergestellt werden muss. Wir haben einmal unten eine spitze Kante und dann eben einen mittleren und einen Endradius. Und das war jetzt dann direkt mal das erste Teil, was wir hiermit ausprobiert haben. Das war im Grunde so ein bisschen nach dem Motto Jugend forscht. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und wenn es nicht klappt, dann wissen wir wenigstens, was wir falsch gemacht haben. Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal hier das Bugteil ausplasmern, aber das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Da ist noch genug Restmaterial auf dem Hof vorhanden. Und so haben wir uns hier einfach rangegeben, haben uns das markiert am Teil, wo wir denken, entsprechend biegen zu müssen. Beziehungsweise nicht denken, sondern vorher natürlich ausgerechnet, berechnet, wo genau wir ansetzen müssen, um entsprechend die Radien so hinzubekommen, wie wir sie brauchen. Und so ist natürlich sowohl das Werkstück markiert, wo wir ansetzen müssen, als auch eben die Presse eingestellt, wie tief sie eben drücken muss, damit wir das erreichen. Und im Grunde ist die Taktik hier so, dass wir eben an dem Spitzknick immer wieder mittig ansetzen und nach außen hin dann drehen. Und wie man sieht, hat das hier schon ganz gut funktioniert. Das Gegenstück aus der Vorlage passt hier schon ganz gut rein. Das ist eben der obere Radius. Da sind wir aktuell schon sehr zufrieden mit. Klar war aber an der Stelle, dass eben unten der Knick, die Spitze, noch nicht stimmen kann. Und so müssen wir entsprechend die Presse hier ein bisschen umbauen, Segmente rausnehmen, weil wir wollen natürlich jetzt oben die Radien nicht mehr ändern, sondern noch unten die spitze Kante reinhauen. Also Segmente rausnehmen, das Ganze positionieren, muss man natürlich relativ mittig machen. Die Presse, die hat 2 Druckzylinder und die müssen natürlich recht gleichmäßig drücken können. Und so haben wir das Ganze hier vorbereitet, setzen dann an, richten aus und dann drücken wir uns entsprechend die Kante rein. Und dann sind wir tatsächlich mit dem ersten Ergebnis schon sehr, sehr zufrieden. Das ist noch nicht 1000%ig korrekt. Wir haben aber gesagt, wir lassen das Teil jetzt erstmal genauso, wie es ist und schauen dann später am Boot selber, wenn wir soweit sind mit den Seitenblechen, wie es da passt und drücken dann eben entsprechend nochmal nach, falls hier noch Korrekturen notwendig sind. Vielleicht nochmal ein Wort dazu, warum es jetzt eigentlich diese Presse gibt. Wir hatten festgestellt, dass es eben nicht nur die paar Stufen und das Bugteil sind, die zu biegen gibt, sondern eben auch im Heckbereich, im Dachbereich und vor allen Dingen eben noch jede Menge Aussteifung an den Spanten. Und so haben wir uns dazu entschieden, mal zu schauen, ob wir eine geeignete Presse finden und bekommen können. Denn immer irgendwo bei jemand Fremden zu pressen, zum A wieder Fahrzeiten, Abstimmungszeiten, wann geht es, wann kann man hin, dann ist man wieder nicht flexibel, wenn man schnell mal irgendwie doch noch ein Teil braucht oder eine andere Biegung braucht. Und so waren wir ganz glücklich, dass wir hier diese Presse gefunden haben, die auch schon jede Menge Matrizen mit dabei hatten, wo wir im Grunde alles mitbiegen können, was wir biegen müssen. Und letzten Endes ist das wie so oft bei Werkzeugen bei uns, man holt sie sich dann jetzt für den Einsatzzweck und wird sie anschließend entsprechend wieder abstoßen. Und ich sag mal, in der Regel kriegt man sowas auch wieder zu dem Kurs verkauft, wie man es gekauft hat. Und so ist Basti hier in der Massenproduktion für die ganzen Teile, die wir für die Spantenaussteifung brauchen. Das waren natürlich Sachen, die man hier wunderbar im Winter auch vorbereiten konnte. Teileproduktion war natürlich die letzten Wochen auch wieder so ein großes Thema. Und hier hatten wir ja ein paar Dinge geändert. Wir hatten zum einen diesen Wagen uns geholt, um die Lieferungen entsprechend darauf lagern zu können. Wir haben hier im Winter eine Traverse gebaut, um die Platten einfach schöner und schneller anheben zu können. Das war mit den Ketten ja letztes Jahr mit der Positionierung immer so eine Sache. So sind jetzt hier die Magneten immer wieder an der gleichen Stelle und man kann die Platten super schnell, super easy hier umlagern.
Hier haben wir sie uns vom Wagen runtergeholt in die Halle, um dann eben auch ja, bei schlechtem Wetter drin entsprechend uns die Platten wegnehmen zu können und zu schneiden. Und so können wir eben hier mit dieser Änderung ja, in knapp 20 Minuten einmal den kompletten Wagen leer machen, beziehungsweise es war ja schon nur noch die Hälfte drauf. Und Fun Fact am Rande, wenn die Platten, die jetzt hier gerade reingehoben werden, alle geplasmert sind und die Teile dann wiederum verbaut, ja, dann ist der Korpus fertig, aber dazu werde ich sicherlich irgendwann noch mal ein bisschen mehr erzählen. Die ganzen Teileproduktionen haben wir jetzt natürlich hier nicht noch mal stundenlang aufgenommen, das kennt ihr vom letzten Jahr. Ja, kleiner Überblick über die Teile, die wir jetzt so gemacht haben. Auf dem Stapel sind Heckdeckteile, die werdet ihr gleich noch mal sehen. Das sind die eben angesprochenen Biegeteile, neben ja, anderen, die wir gleich auch noch sehen. Das sind noch Aussteifungen, die jetzt an die Unterwasserkante, ans Unterwasserblech noch dran kommt, sowie eben hier noch weitere Deckteile. Dann kommen wir hier zu einem Stapel, das sind Seitenwände, die werden uns in den nächsten Wochen recht schnell begleiten, weil wir jetzt eben anfangen können, ja, die nächsten Seitenwände dran zu bauen. Da haben wir heute auch schon noch Vorbereitung gemacht. Das ist unser Vorschiff, Abdeckung und Umgang. Und dann gibt es hier noch für den Salonbereich die Deckenaussteifungen, auch die sind alle fertig und bereit. Und hier noch eine Palette mit den ja, Stringern, die jetzt an der Seite noch rein müssen, bevor eben die Außenhautbleche dran können, die wir gerade auf der Palette gesehen haben. Und dann haben wir hier noch unsere Frontscheiben sowie ein Teil von der Luke, die im Bereich des Salons hinkommt. Insgesamt sind das über 300 Teile, die wir jetzt hier aktuell produziert haben und fertig vorbereitet liegen haben, zum Teil schon mit Kanten bearbeitet und Bearbeitung abgeschlossen, sodass wir die im Grunde uns wegnehmen können und einbauen. Das ist eins der Teile, die jetzt nicht zum Standardboot gehören, sondern für unsere Fenster, die wir später einbauen wollen. Das werde ich euch aber erklären, wenn wir da am Bauen sind und die einbauen, warum wir die so konstruiert haben. Und dann haben wir noch die Treppenstufen, die kennt ihr ja schon. Hier nochmal der Vollständigkeit halber gehören die natürlich auch zu den 300 produzierten Teilen. Noch ein Blick auf den Plasmaschneider. Da ist gerade eins der letzten Teile, die wir noch schneiden müssen. Wir hatten ja hier die Änderung auf die Trockenproduktion gemacht. Das sehen wir auch gleich noch mal kurz, während hier noch mal Einblick in eine ja, Sammelkiste an Aussteifungen, ja, Teile vom letzten Jahr von der Produktion. Es stehen jede Menge Teile rum und ihr seht, wie wichtig eben auch die exakte und sofortige Beschriftung ist. Wenn wir das nicht machen, dann finden wir die Teile nie wieder. Zurück zum Plasmaschneider. Wie gesagt, wir schneiden dies Jahr trocken. Und das hat eben den riesengroßen Vorteil, dass wir hier mit dem Handplasmaschneider am Ende die Resttafeln ja, klein schneiden und trennen können, damit wir die einfach einfacher aus der Halle rausbekommen. Natürlich schneiden wir uns die großen Teile, die nochmal verwendbar sind, so dass wir sie am Stück behalten können, aber alles, was dann mehr oder weniger auch in den Schrott geht, kann man eben hier kleinteilig dann rausschneiden. Und so sind wir eben auch beim Be- und Entladen des Plasmaschneiders viel, viel schneller, als wir das im letzten Jahr mit Wasser waren. Der Nachteil dieser Methode ist, dass wir natürlich eine deutlich erhöhte Rauchemission haben, was dann auch unsere Absauganlage nicht mehr hundertprozentig schafft. Und so ist hier etwas entstanden, was wir das Bailien nennen, das Basti Alien. Er macht also jetzt die Arbeiten immer mit seinem Frischlufthelm, sodass er nicht in diesem Gestank steht und sich da irgendwie die Lunge kaputt macht. Und damit kommen wir dann nochmal zur Biegepresse. Auch das ein Punkt. Natürlich haben wir nicht nur die Teile aus den Originalplänen, die gebogen werden müssen, sondern wie jetzt hier in dem Fall auch Teile, die wir selber konstruieren müssen, wie hier der Lukenausschnitt, den wir zwischen Salon und Maschinenraum dann einsetzen werden. Das sind natürlich so Teile, ja, die hatte man im ersten Moment vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber auch die müssen natürlich alle hergestellt werden. Und damit gehen wir dann jetzt über in den Bauteil für dieses Jahr. So habt ihr Plan A im Herbst zuletzt gesehen. Wir haben mittlerweile hier auch mal ein kleines Plakat angebracht, was wir denn da eigentlich auf dem Hof tun und welche Partner wir mittlerweile haben, weil man natürlich das Boot mittlerweile gut sehen und erkennen kann in seiner Größe und die Leute uns immer wieder fragen, ja, was macht ihr hier eigentlich? Also mal eine kleine Info hier vorne aufgehangen, sodass sich die Leute auch über den YouTube-Kanal informieren können. Und damit steigen wir ein, natürlich wie gehabt mit Vorbereitungsarbeiten und hier in dem Fall die ersten Teile, die dann in diesem Jahr auch den Weg auf das Boot finden werden, und zwar alle Heckdeckteile.
Teile, also alles, was im Außenbereich dann hinten drauf kommt bis zur Badeplattform. Wer uns regelmäßig schaut, wird auch feststellen, dass der Schweißtisch, unser Arbeitstisch, jetzt an einer anderen Stelle steht. Auch den haben wir nach vorne versetzt, sodass wir im Grunde zwischen Werkstatt, Boot, hier mit dem Kran dann einfach hantieren können und flexibler die Teile bewegen können und damit auch wiederum einfach schneller werden. Und so sind die entsprechenden Teile, die wir da brauchen, auch in den ersten Sonnenstrahlen ruckzuck fertiggestellt und bereit für ihren Einbau. Und genau mit dem wollen wir dann jetzt auch starten. Und dann lassen wir uns hier mal mit dem Teil entsprechend auf das Boot fliegen. Ein bisschen mal das Ganze natürlich beschleunigt. Und ihr seht schon, hier ist gerade als Schatten ein weiteres neues Spielzeug zu sehen. Ihr kennt ja die Thematik aus Ende letzten Jahres mit der großen Kamera, die immer auf Stativ irgendwo stand. Das wird natürlich jetzt immer schwieriger und so haben wir uns dazu entschieden, hier so eine lustige kleine GoPro uns zu holen, haben die auf einen Magneten montiert. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, die Kamera immer wieder an irgendeine Ecke einfach dran zu hängen. Im Grunde ist alles, was wir hier verarbeiten, magnetisch logischerweise. Und so hoffen wir, dass wir euch damit viele spannende Einblicke dieses Jahr in den Bau geben können. Und dann geht es im Grunde genauso weiter, wie wir Ende letzten Jahres aufgehört haben. Teile auf das Boot heben, positionieren, ausrichten, aneinander fixieren. Und wie ihr seht, ist natürlich auch hier die Traverse, die wir gebaut haben, wieder nützlich. Die Teile werden tendenziell immer größer. Und dann ist natürlich hier der kleine Magnet, mit dem wir bisher das meiste machen konnten, dann einfach irgendwann überfordert. Bisschen zum Ausrichten okay, aber eben um die kompletten Teile damit vernünftig zu heben, reicht der mit seiner Kraft dann nicht mehr aus. Ja, was hier dann gegebenenfalls wieder so spielerisch aussieht, braucht natürlich auch seine Zeit, Gesamtarbeitszeit, um nur die Bleche hier drauf zu positionieren und auszurichten. Waren in dem Fall knapp 1,5 Stunden. Ist natürlich wie immer, ja, genau das Thema, es muss eben passen und richtig sein. Ihr seht, dass das Teil hier hinten überhängt. Alles, was hier unter dem Blech ist, verschwindet später im Wasser. Und erst hier ab der Blechkante ist dann im Grunde Überwasserboot. Und dementsprechend muss man natürlich auch da wieder gucken, dass es alles richtig liegt. Im Hintergrund seht ihr hier zum Beispiel auch noch 2 senkrecht stehende Teile. Der Stelle wird später unsere Rückwand vom Salon eingebaut, aber eben erst später. Aber dennoch müssen wir natürlich jetzt hier den Platz schon entsprechend vorsehen. So, jetzt sind wir hier aber schon bei der Luke angekommen, die wir eben schon mal gehört und gesehen haben. Und jetzt machen wir hier den Ausschnitt rein, denn spätestens wenn wir die Seitenwände dran machen, kommen wir hier einfach in diesen mittleren Bereich nicht mehr rein. Und somit haben wir diese Position festgelegt. Die ergibt sich halbwegs automatisch, wo die Luke hier hin muss. Bei dem, was wir vorhaben. Und so haben wir jetzt hier schlicht und ergreifend diesen Ausschnitt gemacht. Natürlich mussten auf Unterseite noch die vorher entsprechend eingebauten Träger rausgeschnitten werden. Dafür wird die Luke dann eben wie beim Fenster auch wie so eine Art Wechsel hinterher darstellen, sodass dann trotzdem alles stabil ist und hält. Der Ausschnitt hat sich dann noch so ein kleines bisschen gewehrt, auszuziehen, ein bisschen nachhelfen und schon haben wir unser Loch an der Stelle, wo wir es brauchen. Natürlich noch ein paar Nacharbeiten an den weggeschnittenen Aussteifungen, die jetzt entsprechend raus müssen. Da sind noch 2 Teile links und rechts dran, die weg müssen. Die waren ja auch nur geheftet, also eben mit dem Hammer. Bisschen hin und her und dann sind sie auch wieder draußen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Bauabschnitt. Hier sind wir im Salonteil, wo wir seitlich noch Spantenteile aufsetzen müssen für den späteren Umlauf. Der Salon ist ja nicht so breit wie das Boot, das kennt ihr von euren eigenen Booten oder von anderen Booten. Wir müssen ja auch irgendwie außenrum von vorne nach hinten kommen und das ist genau das, was wir jetzt hier an der Stelle montieren. Hier seht ihr dann auch ab und zu, dass wir mit der GoPro noch ein bisschen üben müssen, wo wir sie positionieren, damit eben auch alles richtig im Bild ist. Hier waren wir ein bisschen arg nah dran, aber da werden wir sicherlich Wege finden, dass wir das besser einsetzen. Ja, ein Thema war gestern beim Setzen dieser Teile Wind. Wir hatten sehr, sehr viel Wind und mussten viel hier die Feuerschutzdecke einsetzen, um uns einen Windschatten zu bauen, damit wir vernünftige Nähte ziehen können. Das war gestern ein bisschen aufwendiger, deswegen ist da immer mal wieder das Tuch davor. Ansonsten ist das Setzen dieser Teile natürlich keine große Kunst. Mit unseren Magnetwinkeln hinstellen. Wir richten es entsprechend unten mit einem Stahlträger nach links, rechts aus, damit es natürlich gerade ist auf der anderen Seite.
Und dann können auch schon die ersten Ausschleifungen oben rein. Das ist wieder Standard Flachstahl, der einfach nur in die Aussparung eingesteckt wird, geheftet wird. Das ist alles nichts Wildes, nichts Besonderes. Und somit, nachdem das erledigt ist und wir diese Seite abgeschlossen haben, müssen wir genau das gleiche natürlich auf der anderen Seite auch machen. Auch da sind es 4 Bauteile, die hier genau exakt identisch montiert werden müssen. Ist ja logisch, ist ja alles spiegelverkehrt, identisch. Auch hier wieder mit den Stahlträgern die Position rübergezogen. Natürlich haben wir unten drunter auch einen Punkt, an dem wir ausrichten können, aber als Hilfsmittel der Stahlträger dann schon praktisch. Ja, auch hier seht ihr, ist der Kamerawinkel jetzt nicht sonderlich optimal und muss für die Zukunft noch ein bisschen besser angepasst werden. Ich habe es euch trotzdem drinne gelassen, damit so ein bisschen nachvollziehbar ist, was wir da gebaut haben. Ja, und letzten Endes, wie gesagt, war das jetzt nichts Aufwendiges und schon haben wir aber am Salon sowohl auf der Backbord- als auch auf der Steuerbordseite eben die Ausschleifungen für den Umgang. So, dann waren wir noch auf der Unterseite zugange. Das ist jetzt hier im Heckbereich, wo wir vorhin die Bleche aufgelegt haben. Die lagen bisher auf, waren miteinander punktverschweißt, mussten aber jetzt mal hier noch mit dem Gerippe verschweißt werden, bevor wir da irgendwo noch was verschieben und es dann nicht mehr stimmt. Und dann ging es noch an der Seite weiter. Hier waren auch noch einige von den Stringern einzubringen, beziehungsweise jetzt das erste, was wir hier einbauen, ist später unser quasi Scheuerleiste, die hier an der Stelle hinkommt. Das heißt, das Teil, was wir jetzt hier gerade einbauen, steht ein bisschen über, sowohl über das Blech, was eben oben noch dran kommt, als auch eben an das, was unten kommt. Und das war jetzt das nächste, was wir hier vorbereitet haben. Wir haben es erstmal über die komplette Länge mit den Klemmzangen eingebaut und eingehangen, ausgerichtet, geschaut, ob das eben von den Maßen her passt und dann befestigt. Das war auch ziemlich fix erledigt und so haben wir uns dazu entschieden, mit diesen Stingern, mit diesen Seitenführungen weiterzumachen. Jetzt hier wieder im Bereich des Salons, bei den Teilen, die wir heute Morgen gesetzt haben, direkt mal die nächsten einsetzen und dann nach vorne Richtung Bug auch weiterbauen. Hier sind wir also jetzt schon vor dem Shot Richtung Bugteil und haben die einfach dann Stück für Stück eingesetzt. Die Teile waren fertig produziert, konnten wir uns also einfach von der Palette nehmen und einsetzen. Ein bisschen punkten und schon ist die Seite hier drin. Exakt das gleiche dann hier auch weiter unten nochmal. Auch da musste einfach nur das produzierte Teil in die Vorrichtung oder in die Aussparung der Spanten eingeschoben werden, kurz positioniert, heften und schon ist die Seitenwand hier mehr oder weniger fertig vorbereitet für die Außenhaut. Ja, das Ganze natürlich dann auch im Bugteil vorne auch noch gemacht. Da ist es natürlich schon wieder spannender, weil es einfach hier schmaler wird und man mehr klettern muss. Aber auch da auch nichts Wildes, einfach rein ausrichten, die richtigen Höhen gucken und festmachen. Im mittleren Teil seht ihr hier jetzt gerade, dass da so ein Stringer endet und noch nicht übers Shot hinaus nach vorne geführt ist. Das wollen wir gerade auch noch nicht machen, weil das Teil dann auf der anderen Seite ja doch eine ganze Ecke überhängen würde. Das macht man dann zum späteren Zeitpunkt, wenn wir eben hier von beiden Seiten Richtung Bug arbeiten und vor das Shot kommen. Das gleiche, wie wir es eben drüben auf der Backbordseite gemacht haben, muss natürlich jetzt hier auch auf der Steuerbordseite gemacht werden. Kurz die Spanten vorbereitet und dann wieder die Stringer reinschieben, kurz ausrichten und entsprechend anheften. Das war es dann auch für diese Woche und bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.